Entscheidung, eine Immobilie zu erwerben, trifft man nicht von heute auf morgen. Sie beginnt bei der Selektion der Lage, endet bei ausgereiften Finanzierungsplänen. Dazwischen gibt es eine Reihe an rechtlichen Aspekten, die es zu berücksichtigen gilt. Welche wären denn das? Ja, also zunächst muss ich einmal überlegen, welche Art von Immobilie möchte ich denn überhaupt erwerben? Sprechen wir hier vom Erwerb einer Eigentumswohnung im klassischen Altbau? Erwerbe ich ein ganzes Zinshaus oder kaufe ich vielleicht ein Neubauprojekt von einem Bauträger? Danach knüpfen sich natürlich unterschiedliche Konsequenzen. Den Bauträger treffen verschiedene Sicherungspflichten. Beim Erwerb einer klassischen Altbauwohnung von privat zu privat habe ich dann natürlich ganz andere Aspekte zu berücksichtigen. Aber ganz generell wird natürlich einmal der Blick ins Grundbuch hilfreich sein, um festzustellen, wer ist denn überhaupt mein Verkäufer? Gibt es hier bestimmte Beschränkungen, die sich aus dem Grundbuch schon ergeben, etc. Ja? Dann die Frage der Widmung spielt immer wieder eine Frage für den Erwerb von Freizeitimmobilien. Hier gibt es auch in den verschiedenen Bundesländern ganz verschiedene Vorgaben und Restriktionen. Schlagwort Ferienimmobilie. Ja? Und last not least ist natürlich auch nicht unwesentlich, ob wir beim Käufer von einem ausländischen Staatsbürger sprechen oder nicht, weil hier sind auch entsprechende Beschränkungen zu beachten. Welche Besonderheiten wären denn das, wenn ich mich als Ausländer für eine Immobilie in Österreich interessiere? Ja, hier ist natürlich zu beachten, dass grundsätzlich der Ausverkauf von Grund und Boden nicht einfach frei und ungehemmt erfolgen soll. Das ist der Hintergrund, warum es die grundverkehrsbehördlichen Beschränkungen gibt. Ist natürlich seit dem Beitritt Österreichs zur EU auch anders geworden. Wir haben hier für EU- und EWR-Bürger Erleichterungen, die müssen nicht mehr darlegen, warum sie in Österreich kaufen wollen. Aber ganz generell habe ich natürlich zu prüfen, welches soziale Interesse hat ein Ausländer hier eine Wohnung zu kaufen. Das gibt es vermehrt jetzt beim Ankauf durch chinesische Staatsbürger, aber wir haben auch serbische Staatsbürger, die schon lange hier in Österreich leben und arbeiten, die dann eine Eigentumswohnung kaufen wollen. Die müssen halt begründen, warum sie sich jetzt nicht mit einer Mietwohnung begnügen wollen, sondern hier ein soziales oder wirtschaftliches Interesse haben. Ja. Wenn dieses Interesse dann definiert wurde, und es zu einer Unterfertigung eines Kaufangebots kommt, was muss ich vor der Unterfertigung beachten? Ja, also bevor ich ein Kaufangebot unterschreibe, dann sollte ich mir halt auch wirklich sicher sein, dass ich diese Immobilie erwerben möchte. Nicht immer ist die Botschaft angekommen, dass ein Kaufangebot schon Bindungswirkung entfaltet. Das heißt, mit der Einigung über Ware, also Kaufgegenstand und Preis, Kaufpreis, ist das Kaufangebot bindend. Das heißt, der Verkäufer kann hier die Durchsetzung vom Käufer verlangen. Ja? Äh, Unter Umständen löst das Kaufangebot auch schon Maklergebühren aus. Und habe ich hier nicht entsprechend geprüft, dass ich mir die Wohnung auch wirklich leisten kann, dann kann ich in die Bredouille kommen, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass ich die Finanzierung doch nicht zusammenbekomme. Also es empfiehlt sich, ein Kaufangebot ordentlich zu prüfen. Kann ich mir die Immobilie leisten? Ist das die Immobilie, die ich haben möchte? Und wenn ich diese Fragen mit Ja beantworte, dann kann ich das Kaufangebot unterschreiben. Wenn ich hier noch gewisse Umstände prüfen muss, wie zum Beispiel die Finanzierung, empfiehlt es sich halt, einen Vorbehalt in das Kaufangebot aufzunehmen. Also das Kaufangebot wäre dann nur aufschiebend bedingt. Mhm. Der Vorbehalt ist sicher von hoher Relevanz. Also wenn es noch Umstände gibt, die zu prüfen sind, also zum Beispiel der Zustand der Immobilie. Ich habe hier noch nicht alle Unterlagen, möchte also noch keine Bindungswirkung mit dem Kaufangebot abgeben, dann empfiehlt es sich natürlich, dieses Kaufangebot eben unter einen sogenannten Vorbehalt zu stellen. Aber im Grunde ist es auch nicht notwendig, wenn ich mich im Vorfeld ordentlich damit beschäftigt habe. Wenn es dann soweit ist, vor Kaufvertrag, ein grundbuchfähiger Kaufvertrag, muss der alles enthalten? Ja, also hier auch vielleicht ganz wichtig eingangs noch, der Kaufvertrag, ist ein formloser Konsensualvertrag. Das heißt, der kommt mit der Einigung zustande, ja? Das heißt, wenn er unterschrieben ist, dann haben die Vertragsteile Anspruch darauf, dass er umgesetzt wird, ja? Also sowohl der Verkäufer als auch der Käufer. Allerdings, damit er ins Grundbuch kommt, dann benötigt es natürlich auch entsprechende formale Voraussetzungen. Ich muss, eine beglaubigte Unterschrift durch einen Notar am Kaufvertrag haben, sonst komme ich gar nicht ins Grundbuch. Der Kaufvertrag muss eine sogenannte Aufsammlungserklärung enthalten. Das heißt, ich muss unterscheiden zwischen dem
Kaufvertrag, und der Verbücherung. Und Eigentum erwirbt man in Österreich eben durch Titel, das ist der Kaufvertrag, und Modus, das ist das Grundbuch. Sonst bin ich nur außerbücherlicher Eigentümer. Aber wenn man den Kaufvertrag von einem Notar oder einem Anwalt errichten lässt, dann kann man in aller Regel davon ausgehen, dass hier alle Formvoraussetzungen erfüllt sind und der Kaufvertrag auch ins Grundbuch kommt. Das heißt, mit dem richtigen Experten So ist an es. der Seite sollte das kein Problem Ja, sein. es Ja. geht auch gar nicht, weil von privat zu privat kann ich selber keinen Kaufvertrag verbüchern. Mhm. Hier braucht es auf jeden Fall einen Notar oder einen Anwalt. Stichwort Kosten. Abgesehen vom Kaufpreis, welche Kosten fallen noch an, wenn ich mich, für eine Immobilie Ja, interessiere? nicht unbeträchtlich, muss man sagen. Wir haben zunächst einmal die gesetzlichen Nebenkosten, das ist die Grunderwerbsteuer mit 3,5% vom Kaufpreis und die Eintragungsgebühr fürs Grundbuch, auch 1,1%. Hier gibt es, glaube ich, politische Bestrebungen, dass es hier Erleichterungen und gewisse Themen geben soll, aber das ist noch nicht umgesetzt. Ich habe dann natürlich auch die Beglaubigungskosten durch den Notar, der die Unterschrift beglaubigt. Auch der Vertragsrichter verlangt in aller Regel zwischen 1 und 1,5% vom Kaufpreis an Vertragserrichtungskosten. Das ist Verhandlungssache, meistens jedenfalls, ja. Und daneben habe ich dann auch noch mitunter einen Makler, wenn der tätig geworden ist, mit bis zu 3% Maklergebühr. Also man kann sagen, dass rund 10% noch anfallen können. Nicht zu vergessen, wenn ich einen Kredit aufnehme, wird der durch ein Pfandrecht besichert. Das ist auch mit einer entsprechenden Gebühr verbunden. Also auch ein nicht zu unterschätzender Faktor. Genau, ja, also für die Eintragung des Pfandrechts im Grundbuch fallen da mitunter 1,2% an Gebühren an. Mhm. Gibt es Ihrerseits weitere Tipps, Ratschläge, die Sie interessierten Käufern mitgeben möchten? Ja, ganz generell sollte man sich etwas eingehend mit dem Thema beschäftigen. Wird dann natürlich auch davon abhängen, welche Art der Immobilie man erwirbt, ja. Ein Grundstück, eine Eigentumswohnung zum Selbstbewohnen oder eine Eigentumswohnung zum Vermieten. Erwerbe ich ein Neubauprojekt, oder ein ganzes Zinshaus, ja? Daran knüpfen sich, verschiedene Überlegungen, ja. Also, das, würde jetzt, glaube ich, sogar den Rahmen für ein, kurzes Interview sprengen. Aber man muss ganz generell sagen, die Beschränkungen, die sich aus der Widmung ergeben, sind relevant. Die Beschränkungen, die sich aus dem Grundbuch ergeben. Und gerade beim Ankauf von Eigentumswohnungen gibt es oft böse Überraschungen. Also hier muss man sich auch überlegen, in welchem Zustand befindet sich die Wohnung. Ja? Gibt es Mängel? Ja? Die Leute übersehen auch, dass man Miteigentümer einer Eigentumswohnung der ganzen Anlage und des Hauses wird. Das heißt, bin ich informiert, welche Reparaturen hier in den nächsten Jahren anstehen, die ich als Eigentümer anteilig mittragen tragen muss. In welchem baulichen Zustand befindet sich meine Wohnung? Das kann ich vielleicht nicht selber beurteilen. Hier brauche ich einen Techniker, der das überlegt. Hier gibt es gerade beim Ankauf von Dachgeschosswohnungen auch immer wieder böse Überraschungen. Und nicht zuletzt muss man sich wirklich auch überlegen, kann ich mir die Immobilie leisten? Also durch den Zinsanstieg ist natürlich der Erwerb einer klassischen Anlegerwohnung, die zum Vermieten gedacht war, entsprechend teurer geworden. Gleichzeitig sind die Mieten vielleicht einer Beschränkung unterlegen durch den Richtwert, durch entsprechende Mietendeckel. Das muss ich mir auch entsprechend durchrechnen. Ja? Und ein auch nicht zu unterschätzender Faktor ist der Erwerb einer schon vermieteten Wohnung. Das kommt ja auch immer wieder vor. Hier darf man auch nicht dem Irrtum unterlegen, dass man den Mieter so leicht los wird. Also wir haben hier einen Kündigungsschutz und Kauf bricht nicht Miete. Also nur weil ich jetzt ein neuer Eigentümer bin, kann ich meinen Kaufvertrag nicht so gestalten, dass auch automatisch der Mietvertrag beendet wird. Da gibt es auch oft durchaus negative Überraschungen. Also die Leute sind dann ganz erstaunt, dass sie da einen Mieter haben, den sie nicht so leicht loswerden. Also das alles gilt es im Vorfeld entsprechend zu beachten. Also, sich gut informieren. Ich glaube, das ist das A und O und man muss sich auch überlegen, passt die Wohnung zu mir, passt das Haus zu mir, kann ich auf der Liegenschaft, die ich kaufen möchte, das umsetzen? Gibt es bestimmte Bauvorschriften? Ja? Also hier ist wirklich ganz wesentlich zu unterscheiden, welche Art der Immobilie ich hier überhaupt erwerben möchte. Dankeschön. Gerne.